So, next one is Behind the Scenes episode 2, which is called The Very Concerning Entry of the 7 vs. Wild Participants. I'm just taking my next bomber and hope I will make it through this episode. Okay, so yeah, we are having some backlaps of Panama. Die Nacht war auch hart beschissen, da gab es keine Erholung. Also ich habe so das Gefühl, das wird jetzt bis zum Ende hier einfach nur noch ein Durchstehen. Abwarten und... Yeah, so matter of waiting, yeah. So we remember, he had to put his shelter from down up here, and now he's up there, and now he's waiting, and lots of mosquitoes, and yeah. Und durchstehen. Oh yeah. Schlafen? Damit habe ich eigentlich kein Problem. Aber ich glaube, viele Teilnehmer bei 7 vs. Wild unterschätzen das Thema. Und genau deswegen stelle ich euch heute unseren Partner Emma vor. Die Lösung für guten Schlaf kann ganz einfach sein. Die Airgrid-Matratze von Emma zum Beispiel. Diese bekommt ihr aktuell noch geiler in ihrer neuen Version und noch viele weitere Produkte. I don't know if you guys can get Emma wherever you are. Well, with the pillows, probably my pillow guy, or is it just my pillow? It's probably very similar. And Emma is also selling mattresses, and this is probably more like Helix or stuff like this. So, yeah. I'm sorry, so I'm just skipping this because probably irrelevant advertising for you guys. Für Sponsor dieser Folge und jetzt viel Spaß mit dem Video. Da sind Messer drin, da sind Tabletten drin, ohne Umverpackung. Ach, ist weg. Die sind einfach weg. Was glaubst du, wenn die den Yeah, so Hannah just said, oh, it's all gone. It's just gone. Koffer scannen? Freunde, ich sag euch was, der Koffer taucht einfach nicht auf. Wartet schon 2 Stunden und er kommt nicht. The suitcases are not showing up. They are waiting for a couple of hours or 2 hours, and they're not showing up. Der Koffer ist weg! Sascha ist nicht da. Ja. So, suitcase is gone, and now it's like Sasha isn't there. Zusammen reisen wir mit unseren Kandidaten nach Kanada. Klassenfahrt-Feeling vom Feinsten. School trip feeling, ja. 4 Stunden warten wir hier. Vom Flughafen bis zum Hotel weichen wir den Kandidaten nicht von der Seite. Also ich hab kein Glas mehr, das ist Quatsch, aber sonst ist geil hier. Wie haben unsere Kandidaten sich vorbereitet und werden alle rechtzeitig zur Aussetzung kommen? Saschas Reisepass ist verloren. Wurde auch nichts vergessen und kriegen sie überhaupt Messer und Macheten durch den Zoll? Das kann hier alles gleich in die Hose gehen. All das in Folge 2, Behind the Scenes. Nobody can stop us. I mean, yes, just to think about it. They have like the weirdest stuff in their suitcases. Well, the things they are relying on to survive the next 14 days. And, well, with Panama, it was made like, okay, give us the stuff and we are sending it pre-time, and so you don't have access to it, but everything is done then. So, but now these are having like their items, they are not in any packages or so. Sounds really good, right? Sounds, yeah, this everything is going well. Also im Moment den Koffer zu packen und dann endlich zum Flughafen zu fahren, ist gefühlt so eine Erleichterung, weil man sagt, es geht jetzt endlich los. Ja, weil es sich natürlich auch aufstaut und dann wird es immer schlimmer und denkt so, eigentlich will ich nur noch raus. Ich will aus diesem Heli raus. Ich will gar nicht ins Flugzeug und noch rüber und noch Briefing und noch mal schlafen und noch mal das und noch mal unterschreiben, sondern ich will eigentlich... So he says, I just don't want to, subscribe
to give my signature. I don't want to sign anything off. I just don't want to go into the plane and da 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 da. I just want to go into the helicopter and just be placed at my spot. I just want to start. I want to skip all the stuff in between. No briefings, no, I don't want anything of this. So, yeah. Eigentlich will ich nur raus in die Natur. Aber man macht sich natürlich gewisse Gedanken. Ja? Ich habe mir zum Beispiel auch Gedanken gemacht, was ist denn, wenn der Koffer verloren geht? Deswegen habe ich natürlich auch geguckt, dass ich alles, was geht, am Mann trage oder im Handgepäck. Das Einzige, was ich wirklich im Aufgabegepäck habe, ist halt ein bisschen Ersatzkleidung, irgendwie sowas. Und ja, natürlich sowas wie ein Messer, ein Feuerstahl, Angelhaken, also alles so Sachen, wo man sagt, ich weiß nicht, ob ich das durch die Sicherheitskontrolle kriege. Ne? Aber alles. Yeah, so he was, before he thought like, okay, what if my suitcase doesn't make it to my final destination? There's some knowledge you should have. He actually had, with Fabio and Andre, which is his cameraman, so these three went, I think, Morocco. Yeah, something desert-like. And the luggage got lost. They didn't have anything. So they said, okay, everybody is getting now a certain amount of money. And we are buying things. So they were just going into a shop. So one after the other went into the store. And then they got their sleeping bag, they got their tent, they got every different things. And then they said, okay, let's make it a challenge, and let's see who is living through this whole thing the best way he possibly can. So this is a totally funny episode in itself. So this is a video on his channel, so Fritz Meinecke. But yeah, so he knows that sometimes things don't appear where they should be, and yeah. So he's Das andere prepared. wird am Körper getragen. Jetzt ist er auch wieder dabei. Da steht Dave, Alter. Schön, dich kennenzulernen. Sag mir lieber ein. Hi, Hanna. Auf dich habe ich gewartet, Junge. Auf mich? Jetzt ist es soweit und wir sind übel viele Leute, Alter. Dann war es endlich soweit. Auch das zweite Team, zu dem ich dann gehörte, hat sich am Flughafen getroffen, inklusive der Teilnehmer. Das heißt, wir haben alle begrüßt, war natürlich wieder ganz herzlich. Es kam wieder so ein bisschen dieses alte Team-Feeling auf von Staffel 2. Klassenfahrt. Und ja, genau, Klassenfahrt-Feeling. Auf ein neues Abenteuer. Vorher Panama, jetzt stehen wir da. Regnet schon mal wieder komplett runter. Genau ein Jahr später. Und es geht wieder los, Dave. Wir sehen uns wieder. Und nächstes Jahr wieder, oder? Dann nicht mehr wieder. Na. Yeah, so you know that Dave is behind the camera. He says, he's like, oh, it's raining. It's the same procedures every year. Like, okay, and then we are seeing us next year and the next after that, and yeah, I don't think that Sasha is doing it. He's probably pretty hype, but Dieses Mal noch, dann ist vorbei. this Sascha time and Huber, then it's der gone. Mann mit dem eisernen Bizeps. Er ist einer der erfolgreichsten Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum und nimmt bereits zum zweiten Mal am härtesten Survival-Format Europas teil. Der österreichische Klick- und Abonnentenmillionär hat bereits in Staffel 2 sein Durchhaltevermögen bewiesen. ich hier gelandet? Yes! Let's go! Danke, Insel. Und danke für nix. In Panama hat er nicht nur die Zuschauer begeistert. Yeah, thanks for everything and thanks for nothing. Yeah, so. Sondern auch in Knossi einen Freund fürs Leben gefunden. 14. Yeah, so Fritz said something like, yeah, those guys are not getting any money, but what do you guys think do they have on their bank accounts? Like, I mean, this guy is rich. He's a millionaire. He is a millionaire. They are all millionaires, so you can't get them with money. And what was important for Knossi is he just participated in 7 vs. Wild because there's nothing he can buy with money. And it's something exciting. It's something new to him.
he has been in so many TV shows and he's doing his streaming every day, but just being there out in the open, he never did this before and he just really got into this and that was his thing. Tage, das kann man schaffen. Das ist eine Ansage. Also ein Teil der Truppe ist vorgeflogen vor 3 Tagen, inklusive Max, um Vorbereitungen vor Ort zu treffen. Und hier die ganze Teilnehmergruppe fliegt jetzt. Die Condor hat Business springen lassen für die Teilnehmer. Also So, Condor, yeah, was just called Core. Condor is this. Oh, come on! is air. Yeah, an plane corporation. And so all the participants are getting business. wir haben, du auch übrigens, Dave, ne? Weißt du, da grinst du schon, ne? Aber verdient auch, weil die müssen auch ausgeschlafen sein. Da hat die Condor gesagt, komm, sollen die Jungs Okay, yeah. So Condor just put them up on business. So yeah. mal pennen, die Jungs und Mädels. Hast du Bock oder was? Ja, komplett. Also egal welches Szenario, ich hab Bock. Mit dem Cocktail in der Hand oder einfach nur mit der Chlortablette in der Pole. Yeah. So he's like, okay, I'm good. So he was the backup guy. He says, okay, with a cocktail in my hand or with a chlorine tablet in their bottle, I'm cool. I'm in. So for you guys, a lot of the things will be very, very hard for me to translate because they are using their dialects up to the worst. So while I was already watching the different episodes, I was like, oh hell. I couldn't really enjoy those episodes because all I was thinking about was, oh hell, oh, how am I gonna even translate this? This is crazy. This is, oh boy. So, just bear with me and be patient and be nice. Because, yeah. Jan Schlappenlange. Der Parkour-Profi ist nicht nur körperlich topfit. Auf YouTube beeindruckt er schon lange seine Community mit waghalsigen Stunts. Und so auch Fritz mit einer abenteuerlichen Nachtaktion für sein Bewerbungsvideo. Sein Teampartner ist Joey Kelly, der vielleicht kein Freerunning-Experte ist, dafür aber schon zu Fuß geführt. We have to say, originally, with Joey Kelly there was a camera, a guy who is specialized in filming and photographing wild animals. But he did some weird things. And, well, just like narcissists are, he tried to spin everything and tried to make everything about him. And so all 14 people were talking against him. And so this is why Joey Kelly, I mean, you probably know him from the Kelly family, is going out with Jan Schlappen and not with this camera guy, who has a lot of expertise in the outside area, but in this case he was more interested in females and stuff like this, so yeah. Gefühlt die halbe Welt umrundet hat. Der Musikstar der 90er Jahre hat nicht nur Konzerte vor unzähligen Menschen gespielt, er ist nebenbei noch ein krasser Extremsportler. Sein Ehrgeiz und seine Willenskraft sind endlos, was ihn zu Höchstleistungen treibt. In die Hütte rein und dann erstmal hinhocken und warten, bis das ganze Wahnsinn aufhört. Auch wenn die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten, bringt Jan körperlich mindestens genauso viel Energie mit. You can see they're all super, super excited and Wir haben richtig Bock. Aufregung ist das auf jeden Fall am Start. Fun Fact, wir haben beide Flugangst. Andy und Gerrit, die beiden Outdoor- und Bushcraft-Spezialisten, betreiben seit Jahren einen YouTube-Channel mit einer 500.000 Follower. My boyfriend is watching them always. At the start they were really fun because they were really packing their stuff and they are going out in the open.
And then somehow they bought their own piece of land, so their forest. And then they started building. They started building. And, well, I think even before they bought the forest, there was some turning point, and then they started building. And they started, like, eating. And I was like, what kind of survival or outdoor thing is that? It's not my cup of tea. Plus, I call them Kichererbsen. So you can hear whenever those videos are running, you just hear they are all giggling all the time. They're giggling all the time. I'm like, oh boy, like teenage girls, like oh. So this is I'm not watching the videos, but I have seen some episodes, so I can go there. There's someone else really a lot more annoying than these two. So, yeah. Wenn ihr wissen wollt, was wir heute bauen, dann bleibt dabei. Doch wie werden sich die selbsternannten Naturensöhne schlagen, wenn sie einmal aus ihrer Komfortzone heraustreten müssen? Yeah, so, oh, by the way, their name, Naturensöhne. Yeah, this is a very interesting name. So you have nature of Natur, and well, Hurensöhne is usually a swear word, so it's a bad son of a bitch. Or sons of a bitch. Yeah, it's very interesting, but they made it. They kept it up. They kept up their name, not like me, who's changing it every couple of months or every year. So, hey. Wenn jetzt hier zum Beispiel das Wolfsrudel in deinem Zelt steht, dann ist halt auch einfach Fritte. There we go. Okay, so yeah, when the pack of wolves is standing in your shelter, it's just yeah. Ah yeah, Condor. There was. So this is the airline they were talking about. So they put them up from. Oh, they upgraded them to business class. Meine Puma-Abwehrwaffe. Survival Marine. Der erfolgreiche Berliner Outdoor-Influencer hat bereits an Staffel 1 teilgenommen. 7 Kilo Heidelbeeren haben dafür gesorgt, dass ich heute noch hier sitze und funktioniere. Nachdem er der Wildnis von Schweden erfolgreich die Stirn bieten konnte, stellt er sich nun in Staffel 3 der Herausforderung mit Fritz Meinecke persönlich. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute wird es tropisch. Fritz ist der Gründer von Seven vs. Wild und einer der reichweitestärksten Seven vs. Wild. I mean, oh come on. Influencer Deutschlands. Nach Schweden und Panama nimmt er uns diesmal mit um die halbe Welt nach Kanada. Geil, Alter. Ah! You can do it. So eine Scheiße. Ihr könnt euch drauf verlassen, dass Sascha und ich nach 14 Tagen mit denen, die es geschafft haben, in diesem Boot zurückkommen. Zu 100%. Sind wir uns da einig? Ich bin dafür. Na komm, klopf. Ja? Na Sascha. Yeah, so Knossi is always very motivated, and we are doing this. And I mean, with his only willpower, these two both have made it till the end. We have to say that. Dann wurden wir ganz herzlich empfangen von der Condor in der Business Class. Wir durften in einem der neuesten Flieger weltweit fliegen, in der neuen Business Class, für das gesamte Team, für alle Teilnehmer. Wir sind super komfortabel geflogen, ausgeruht angekommen, was ganz wichtig war für dieses Projekt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so viel ausmacht, aber es macht schon ultra viel aus. Ja. Staffel 2 sind wir alle Echo geflogen, sind dann mit Rückenschmerzen und gebrochenen Rippen angekommen. Aber das war ja komplett geil. Das wie als wäre man nie geflogen. Das war schon stark. Ja, bevor es in euer Abenteuer geht, bevor es jetzt in die Wildnis geht, könnt ihr euch nochmal wunderbar mit unserem Komfort hier freuen. Ansonsten wünschen wir euch einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord und drücken euch jetzt schon die Daumen für euer Abenteuer. Sind wir daheim? Digga, ich hab hier so Beinfreiheit. Das ist echt krank. Alter, das ist so krass. Guck mal hier. Digga, wir haben hier einfach so eine Steck. Yeah, so this is the part where I was always like, okay, how am I gonna translate it?
Digga, Alter. Like, this is a boy or guy or, I don't know, like, just filler words. Yeah. This is guy. Yeah. They are continuously just talking like that. And spoiler alert, they have the ability to talk to each other. So their language is not changing in a positive way in any kind. So they are pretty much staying with this kind of language because they are talking to each other. You could really see with the last 2 seasons that as soon the people were talking into the camera, it was good and understandable, high German. But this is still, ja, just. Es ist so geil. Das ist krank. Kevin Teller, besser bekannt als Papa Platte, ist einer der beliebtesten Streamer Deutschlands, ein ausdrucksstarker Tänzer und verkauft nebenbei noch Kondome. A dancer and he's selling condoms. Plus streaming. Okay. Warum? Sein Teamkollege ist Dominik Ries-Reetzmann und in ihrem Podcast Edel Talk geht ihm niemals der Gesprächsstoff aus. Freunde, wir sind Edel Talk. Doch wie sieht das Ganze 14 Tage am Stück in der Wildnis aus? Wir müssen bei meinem vielleicht nochmal checken, ob wir da ein paar Holzsplitter drin haben, spontan. Ich bin immer nur Holzklasse geflogen, das war immer zu eng. Das ist Oh yeah, wood. Yeah, we've flown wood class. Wood class is economy class. It's a German term. We are just saying that we are traveling wood class. So yeah. Wahnsinn ist das, Alter. Also jetzt verstehe ich, warum Leute das bezahlen. Jetzt 10 Stunden Vollgas. Wofür sind wir denn hier? Oh, herrlich. Das Wichtigste, du musst sofort erstmal die Liegeposition ausprobieren und natürlich Stressvermeidung. Hier sind. Junge, ich hab gedacht, hier kommt noch jemand. Guck mal, hier ist Platz, wo ich dachte, gut, jetzt sitzt ja einer vor mir oder was? So he thought he has to share his place with someone else because there's so much space. But yeah. Und jetzt kommt der Wahnsinn. Matratzen-Topper. Ein Topper. Sowas hast du noch nicht? Hast du einen Topper daheim? Ah, was nicht? Das haben wir hier. Bei der Kondo. Guck dir das an. Hier hinten. Und das habe ich. Das ist das Zweite, was ich habe. Ich bin schon mal Business geflogen. Da gibt es immer so Geschenke. Ich habe einen Travel Organizer. Da kannst du alles rein, den kannst du mitnehmen. Ist nicht geklaut. Affe mit Bike, den darfst du mitnehmen. Ist nicht geklaut. Du darfst es mitnehmen. Was ist das denn? Ein Travel Organizer. Schlapp. 7 in the Wilds, Alter. Ich kann euch nur sagen... And he's still doing it. 7 in the Wilds. Now it's 7 versus Wild. Staffel 4, Wildcard müsst ihr gewinnen. Let the Abenteuer begins. Jens Knossi Knossalla, der König des Internets. King er of ist the einer Internet, der bekanntesten Influencer Deutschlands, TV-Star und nebenbei noch erfolgreicher Unternehmer. Die beste Pizza im Universum. Knossi ist 7 vs. Wild Veteran und hat sich für seine zweite Teilnahme eine Menge vorgenommen. Es wird alles anders sein als all die Flaschen, die ihr bisher gesehen habt. Everything will be different from the bottles you have seen before. Oh boy. So yeah, he is just crazy. He's doing all the stuff. Entrepreneur, he is yeah. Yeah, he was sitting in Panama and he said, "Oh, I have to do with the real coconut. I have to do a drink with this." So he searched for flavors that come close to the real coconut, and then he made his drink. So he has already several drinks, and now he has also his coconut shock, what he always said. So yeah, he is making a lot of money. You can. Sein Bärenbruder ist Sascha Huber und dieses Mal geht's gemeinsam. Bärenbruder. Yeah, is it Bear Brother or is it Berry Brother? There was one show thing, I think, in the last episode where you could see Bärenbrüder, but it was the bear with 2 E's, and 2 E's means berries. So, Berry Brothers, which sounds kind of cute. Gemeinsam in die Wildnis.
Wir sind aber die, die hoffentlich durchziehen bis zum Ende. Yeah, they're 8043 Kilometer going through up to the end. So yeah. von Frankfurt bis Vancouver. 10 Stunden und 15 Minuten können die Kandidaten noch den Komfort der Business Class genießen, bevor der Countdown zur Aussetzung startet. Ich habe nicht mal das Gefühl, ich bin im Flugzeug. Ich denke mir so, wir sind so einen fetten Nightliner. Weißt du, so fühlt sich das an. Oder so eine fliegende Wohnung. Das ist so krass. Das hat nichts mit Fliegen zu tun. Ich fliege nur noch Business. Nicht. I'm only flying business. Not. Apparently someone is not too keen about flying. I love flying. I just really, really do. Das Bärenkontakt, ne? Ja. Wie war das? Oh, also 2 Bären. Einmal, der war oben auf dem Yeah, so she's asked about her contact with bears, and she said, "Oh, it's twice." So one was in the top of a tree. Und das war gar nicht schlimm. Da dachte ich so, oh geil, voll schnuggelig. Und dann war ich aber einmal in einem Wald und da war der Bär auf Angriffsmodus. Also es war schon ein älterer Bär, der hatte eine dunkle Schnauze. Und ich hatte noch Essen am... He had a dark snout, so not sure, yeah. am Motorrad und ich wusste nicht richtig, wo kann ich das befestigen, weil ich nichts hatte, um das in die Bäume hochzuziehen. Und Alter, der ist auf mich zugekommen. Ich dachte, oh, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot. Und dann hatte ich aber zum Glück eine Axt und habe gegen die Bäume geschlagen und dann ist er wieder weggegangen. Ja, und irgendwie war es eine geile Erfahrung, weil jetzt, ich hab Bock, ich habe irgendwie keine Angst. Aber du weißt natürlich nie, wie es vor Ort ist, ne, wenn dann da irgendwas abgeht, aber... Ann-Kathrin Bendixen. Yeah, so Ann-Kathrin, like, yeah. Bendixen, yeah. A.k.a. Affe auf Bike. Yeah, Monkey on Bike, and she actually has 2 YouTube channels. So one is in German and one is in English. So you can find Monkey on Bike. You can find her and you can see her traveling around the world just on her motorbike. So the start was actually she was 19 years old and she had a really bad disease, and she thought like, dang, I could have died from that. And if I could have died that moment, I mean, then nothing, it doesn't matter. And so she started traveling and she said, if I would have died at that moment, there was so much I would have liked to do, and my life wasn't fulfilling anything. And she didn't even know what to study or what to do with her life. So she just started traveling. And yeah. So that's her story. So she knows how to survive just on her own. Probably making some bucks to refill the bike and just continue and things like this. So this is really cool. Mit 23 Jahren ist sie nicht nur mit ihrem Motorrad um die halbe Welt gereist, Einfach mal ein Stückchen weiterfahren, gucken, wo ich heute meine Hängematte aufschlage. sondern hat außerdem noch einen Bestseller geschrieben. Sie konnte sich mit ihrer Bewerbung eine Wildcard für die 3. Staffel sichern. Ihre Teampartnerin Hannah Asil ist ebenfalls Wildcard-Gewinnerin und ein Hannah Asil has her own YouTube channel and she's a wildcard winner. echter Joker für die Wildnis. Believe it or not, ich habe ganz schön viel Power. Die Österreicherin ist Nationalpark-Rangerin, Bergwanderführerin und nebenbei noch Fotografin. Unterschiedlicher könnten die beiden nicht sein. Doch genau das ist ihre Stärke. Die können sich jetzt schon gut leiden. Aber bevor unsere Reise startet, müssen die Kandidaten sich erstmal auf ihr Survival-Abenteuer vorbereiten. Ich bin gerade... Yeah, what I don't like about the subtitles is you just don't know who is talking what, and they are just skipping in between, like... The girls are saying something and it's just looking like it's one sentence. But hey. Gerade in der Wildnis unterwegs mit der finalen Ausrüstung für Seven vs. Wild Staffel 3. Hallo, bin auch da. Wir gehen rein, 48 Stunden Survival Stream 7 vs. Wild Generalprobe. Und heute werde ich Survival quasi Tipps lernen für 7 vs. Wild. Wir haben hier Experten 7 versus Wild. We have noch mit experts. am Start. Oder Simon Hier. oder Christian. Die Machete ist cool. Das Machete ist cool. safe essen. Muscheln. Muscheln. Wie haben wir denn jetzt hier eine Muschel gefangen? Man hätte die noch höher machen können, weil wenn man drinnen stehen will in der Hütte, guck mal,
Geht schon gar nicht mehr. Oh, Vorführeffekt. Geil. Er hat Bock auf uns, er ist neugierig. Einfach. Ja, du mich auch. Ja, ist gut. Geh doch einfach nach Hause. Hey. Yeah, it's okay. Just go home. So with their full and they are now singing. They're singing a lot. Bär. Ho, Bär. Und dann würdest du den Spieß oben wieder rausgucken lassen? Kommst du aus dem Maul raus. Yeah, that's a top. There's a dip coming out there, and then like, yeah, it's coming out of the mouth, and. Okay. Das sieht man richtig, diese Ringer-Skills, die haben. Meinst du, so machen die das auch bei Burger King? Ja. Ein Mitarbeiter hält eine ganze Kuh an einem Stock übers Lagerfeuer. Okay. Das war der Stein. Wenn ihr wissen wollt, was in unserer Flasche ist, dann bleibt dabei. Flasche vs. Wild in Staffel 1 hatten die Kandidaten noch 7 Gegenstände, in Staffel 2 unterschiedlich viele. In dieser Staffel haben wir die Regeln vollkommen neu gedacht. Die Teams bekommen eine Flasche. Alles, was in diese Flasche passt, dürfen sie auch mitnehmen. Das hier sind 200 Meter Angelschnur. Und jetzt kommt's, ganz wichtig, ein Mini-Kompass, den kleinsten Kompass, den es gibt. Ein richtig kleinen Kompass. Dann haben wir noch was ganz Wichtiges für uns jedenfalls, ein Wasserfilter. Chat sagt, kleiner Haken, kleiner Fisch, großer Haken, großer Fisch. Jetzt ist ja die Frage, fühlen wir uns vorbereitet mit diesen Sachen hier? Ja. Wir haben gerade eine Zahnbürste, wir haben 4 Ibuprofen, wir haben Elotrans, wir hätten ein Messer. So, ibuprofen, painkiller. Elotrans is when you have diarrhea and you just need minerals and stuff in a very high intensity. Yeah, but also if you're not eating anything at all, so not just when nothing stays in there, but yeah. Wir haben einen Feuerstahl, wir haben ein Feuerzeug, wir haben Klebeband, wir haben Seife oder so ein 18 in 1 Zeug. Wow, da passt immer noch mehr rein, sage ich euch ehrlich. Also da können wir noch mehr reinmachen. Es ist für alles gesorgt, wir haben eine Säge drin, wir haben 2 Messer sogar. Ich habe auch meinen Luxusgegenstand, das ist mein Tabak. Er hat Luxusgegenstand, Moskitonetz. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das ist unsere Flasche. Yeah, so he has his tobacco and Sasha has a mosquito net. 7 versus Wild. Ja, wir haben ja in den Staffeln extrem experimentiert, wie wir das mit den Gegenständen machen. Ursprünglich war es mit 7 Gegenständen, was ja auch der Titel der Serie vorgibt. Aber das war uns dann halt ein bisschen zu langweilig. Wir haben gelernt aus Staffel 1, wenn du in diesen voluminösen Gegenständen denkst, ist es halt too much. In Staffel 2 haben wir es mit dieser Tierlist eingegrenzt, haben dann gemerkt, okay, hat auch Vor- und Nachteile, aber diesmal wollten wir halt wirklich dieses Loadout-Feeling. Es gibt einen beschränkten Container, da kann man alles reinpacken, was man möchte. Es birgt halt so viel Freiheit, so viel Raum für Kreativität, für die Teilnehmer, sich auszuleben. Und das war dann für uns auch der Ersatz der Challenges in dieser Staffel, die ja, ne, es gibt dieses Jahr keine Challenges, das ist alles quasi in dieser Bottle. So everything is in this bottle. So, yeah, no challenges, no nothing. Yeah, I mean, they can talk to each other and they have to do it 14 days. So not eating for 7 days is one thing, but not eating for 14 days is a totally different thing. And yeah. Gut vorbereitet angekommen, warten am Flughafen schon die nächsten Probleme. Ich habe ja alles. That didn't have anything to do with the bottle. So yeah, no. They arrived at the airport and now the next new problems have arrived. Eingeschweißt. Weißt du, wie verdammte Gemüsebrühe vakuumiert aussieht? Wie Heroin. Das Zeug sieht aus wie Heroin. Yeah, so they prepared everything and vacuumized, their broth. And he says like, oh, do you know how it looks? It looks like heroin. I don't know how heroin is actually looking like, but hey. Wenn der Hund dran schnüffelt, müsste es gut gehen. We made it! Wir sind aber die Ersten, ne? Ja. Oder? Stark. Waiting for the 2 German idiots. Only 2? Willkommen in Kanada. Du bist nicht der Einzige, der uns hier filmt und die Leute erwartet. Max aka Trimax ist nicht nur einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands. Oh mein Gott! Die Liste ist lang. Gamer, Hobbyfußballer, Pizzamogul zusammen mit Knossi, Eventerfinder und vieles mehr. Event inventor. So together with Knossi. Ist nicht, dass wir hier lang fahren. Die Streaming- und YouTube-Welt wäre ohne ihn bedeutend ereignisloser.
Rumatra! Seven vs. Ja! Du musst zunehmen. Wait a second. Loser. Rumatra! Oh, that's in Cologne. Yeah, I know this bridge. And I know where he is. Okay. Well, it's just the bridge. I guess. Yeah. Okay. Yeah, cool. Seven vs. Du musst zu I guess this is the moment when he says like, okay, Rumatra, we are at 7 vs. Wild, and yeah. zunehmen, Bruder. Bevor das Event anfängt, nehme ich wieder 50. Okay, you have to gain weight. Das ist meine Ansage. Okay. Sein Teampartner And they are calling them each other bro, so. ist Wieland Rumatra Welte. Er ist Gamer, Streamer, womöglich der größte Rosin-Fan der Welt und hat Raketenwissenschaft. So he's not a raisin fan, but a Rosin fan. Rosin is a cook. He's a German cook, and yeah, he's doing a lot of stuff, and he's a huge fan of the cook. Studiert. Ich bin der geborene Entertainer. Die beiden verbindet eine Art Hassliebe und man weiß nie genau, wann es das nächste Mal kracht. Ich hab dir ganz viel gezeigt. Nein, ich habe gerade rüber geschaut, da hast du mit dem Chat geredet. Sie gehören einfach zusammen und haben sich gemeinsam intensiv vorbereitet. Also Feuer machen haben wir absolut versagt. Saschas Reisepass ist verloren. Er ist zurück zum Flieger. Ich habe seinen Koffer. Kein Joke, wie gestern schon der Koffer. Saschas Reisepass ist weg. Er kommt ohne Reisepass hier nicht raus. Und er kommt auch generell, selbst wenn er hier rauskommt, nie wieder zurück. Die suchen jetzt einen Reisepass. Er ist an Schaltern und die versuchen nochmal ins Flugzeug zu kommen. Wir wissen nicht, ob der hier ist oder ob er ihn vielleicht sogar schon in Deutschland verloren hat. Alhamdulillah, lass diese Reise endlich beginnen. Alles da. Alles geil. Es ist alles angekommen, Digga. Everything's there, everything arrived. Nur Saschas Reisepass ist weg. This is all. It's yeah. Let the journey begin. Sasha's passport is gone. Herzlich willkommen in Kanada, Jungs. Ey, was geht, Bruder? Alles angekommen, Alter. Wir hatten so Angst, dass nicht alles ankommt. Hallo. Eigentlich haben wir kein Problem, technisch gesehen. Wir sind noch gar nicht nervös. Es gibt ja keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Yeah, there are only solutions. Darauf, dass Affe aus dem Bereich da rauskommt. So yeah, Affe Monkey has to get out. So she's also called just Affe. So she's just called Monkey. That she has to come out of this area. Ich bin zu spät gekommen aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ich bin angekommen und da war so ein Schalter und du musstest zum Schalter hinlaufen und hast da irgendwie einen Zettel rausbekommen und musste diesen Zettel vorzeigen, um dann wirklich letztendlich einreisen zu dürfen. Ich habe natürlich diesen Zettel im Rucksack gehabt, habe das gar nicht richtig geschnallt. Scheiße, ich brauche diesen Zettel jetzt noch. Bin den Meter zur Seite getreten, wollte den Zettel gerade rauskramen und der schon so, nee, das ist mir schon zu kompliziert mit dir. Raus, Kontrolle. Saschas Pass ist da. Yeah, so she just didn't got that she had to fill in a paper and she put it into her backpack, and then she realized, oh, I need this this paper, the sheet, to get in here, and then she just put it aside and then tried to get the sheet out, and it was too complicated for the guy at the check, and he said, okay, control. So you are getting the big number. Ich weiß nicht, wo er selbst ist, als Mensch physisch, aber es wurde gerade gesagt, Saschas Pass ist da. Ich habe seinen Koffer, ich habe beide Koffer. Wir sind So yeah, his suitcases are there, but he doesn't know where Sasha is. But the passport, Sasha's passport has come. Yeah, he has switched. I haven't realized that before. So, it used to be einfach mal was was Lustiges machen, hat er gesagt. I think this is how it's supposed, or how it used to be. So, just doing something fun, he said. And it got totally switched to just doing 14 days of wilderness, he said. So, yeah. I mean, Fritz is his best, or are they best buddies? I don't know, but they are really good. They are really, really tight. Angekommen in Kanada, wollte ich sagen. Ich sag, alle Leute werden sich ein Vorbild nehmen.
an meinem Hut. Ganz sicher. So everybody will take an example of his head. Auf gar keinen Fall. 100%. Was sagst du, Adam? No way, no way. Oh yeah, 100%. Hey, ich habe mir schon vorhin gedacht, du bist nicht so der typische Twitch-Streamer, der 8 Stunden lang am PC hockt, weil die Leute denken, du bist irgendwie so ein indigener Einwanderer oder so. Alles. Also nix, aber halt auf jeden Fall. Warte mal. Der E450 Super Duty, wow. Der meinte gerade, der hat nur eine Duty, mich schnell zu meinem Bett zu bringen, dass ich fix. Yeah, he just has one duty to get him quickly to bed. I didn't get the rest. Sascha ist nicht da. Ja. So, Sasha's nowhere to see. Neuer Plan, haben wir gerade ausgemacht. Es kommt Sascha nicht mit, gehe ich mit den 3 mit. Ja, wir gehen zu dritt einfach. A new plan, if Sasha is not coming out, he's getting with those two. Like, they are going as 3. Die bauen, wird eine gute Staffel. Eine Flasche voll mit Tabak. One bottle full of tabak. Wir sollen schon mal einsteigen. Wir warten hier gerade auf ein paar Leute und Anka auf Bike hat gerade geschrieben, die hat was vergessen. Ich werde gerade komplett gebumst. Yeah, she forgot something. So Monkey wrote them. Okay, I forgot something and now I'm really effed up. Also, Ann-Kathrin wird gerade vielleicht ein bisschen doller gefilzt, als das vielleicht bei uns in Europa üblich ist. Yeah, so she's she's now getting controlled a little bit further than it's usual in Europe. Seit einer guten Stunde. For an hour now. Wir haben jetzt nur begrenzten Zugriff auf sie, beziehungsweise gar keinen und müssen aber hoffen, dass sie rauskommt. Bin ich in dieser Kontrolle, da waren Polizeileute, da war Zoll, ich natürlich schon so am Zittern. Ich denke mir... Yeah, so there was police, there was toll, there was everything and she was shaking. Oh Gott, jetzt kommen die Fragen. Wo ist die Location? Wie werdet ihr ausgesetzt? Wie hat die Produktion das alles durchgeführt? Klar, dass du wieder drauf hältst. Komm, hau ab. Reisepass da? Hau ab. Wir haben den Reisepass liegen lassen, muss ich echt sagen, ist mir noch nie passiert. Dann wollte ich aber direkt zurückgehen, ja, weil ich hab's gleich mal realisiert, aber durfte ich nicht mehr. Aber die haben den gleich gefunden, das ist ja kein Ding. Wir warten jetzt noch auf, auch jetzt noch auf Afrika gewartet. Yeah, so he just lost. He left his passport, but they found it directly. But he wasn't allowed to go back directly. So yeah, and now they are waiting for Monkey. Was 40 Minuten weg? Ja, die haben gleich gefunden, aber bis die kommen, sind das dauert. Aber leider. But it took a little bit of time. So they found it right away, but it took a little bit of time until they got it out, and yeah. Ich habe deinen Koffer vom Band gehievt, der ist da. Ehre. Ja, der ist wenigstens da. Alle Koffer sind da. Knossi, meiner, alle Koffer sind da. Mit Messern und allem. Erklärt noch so, der Officer, so richtig so ein good-looking Guy, ein Kaffee in der Hand, so Kanadier, man kennt's. Erklärt ihr so, wie sie auf der Insel herum kann. Ja, und wie sie da rumtraveln soll irgendwie, das habe ich mitbekommen. Ja. Aber das ist immer noch drin. Wir machen es spannend bis zum Schluss. Habt ihr News für uns? Wir haben News, wir fahren jetzt los. So langsam geht's los. Ohne Affe? Affen haben wir jetzt erstmal nicht dabei. Nein, ohne Affe, ganz genau. Bitte hintereinander weg, nicht nach hinten gehen, sondern hintereinander weg. Wir wollen euch alle vorne haben. Okay. Affe ist weg. Sie ist einfach weg. Ja, siehst du. Yeah, Monkey's gone. She's just gone. Muss ich allein da reingehen oder wie? Now I have to go in there alone, or what? LKW-Führerschein. Fahren, Jungs? Soll ich das Ding fahren? Nein. I have yeah. He has a truck license, so yeah, he has a big one as well. So, shall I drive this thing, boys? Wow. Oh mein Gott. Alter, WTF. Ich so, ja, wir müssen... Also erstmal wurde ich rausgezogen, dann hat er gesehen, dass ich schon mal in Kanada war. Er so, wo ist dein Motorrad? Ich so, ja, das ist jetzt in Alaska. Und er so, ja, warum in Alaska? Du bist doch jetzt wieder hier. Yeah, so where is your motorbike? It's in Alaska. Why is it in Alaska? You are here again. So. Ja, also dann herzlich willkommen in Vancouver. Ich bin Rainer. Unser Hotel. Ja, so. Heute ist das Roasted on Robs. Da gehen wir. Ah, okay. So, Reiseführer. So, Tourguide, Canada
fever. Heute Abend hin zum Essen, 7:20 sharp. Du bist ein Schatz, danke dir. Bei so einem Seven vs. Wild Projekt hast du ja jetzt auch nicht ein ganz normales Gepäck dabei. Wie kamst du jetzt durch nachher? Meint er einfach, ja komm, scheiß drauf oder was? Ich natürlich noch, weiß ich nicht, total nervös. Der lange Flug ist hinter einem, dann dieses ganze Drama drumherum. Ich denke, Leute warten auf mich. Aber als ich dann freigelassen worden bin, bin ich halt einfach rausgegangen und dann stand Johannes und Pat standen da und haben mich entgegengenommen und ich habe Pet, I think pet for short term Patrick, but then pick me up. erfahren, dass die anderen schon lange im Hotel sind, sich schick fertig machen fürs Essen und ich bin dann angekommen beim Essen, natürlich komplett verranzt, nicht fertig, wahrscheinlich stinkend von dem 18-Stunden-Flug oder was das war. Und ja, dann saß ich da am Essen und habe das Essen genossen und Leben ging weiter. Yeah, and life continued, so. Auch so Flashback, wie wir es damals das erste Mal durch Panama gelaufen sind, gell? Ja. Als wir in der letzten Staffel am Start waren, dann so, Panama, komm, wir gehen noch was essen. So Rooftop-Bar. Aber jetzt komplett woanders einfach. Endlich sind die Kandidaten angekommen und das Gepäck auch. Nach der Aufregung geht es gemeinsam zum wohlverdienten Abendessen. Sieht man gleich an. Ich habe extra mein T-Shirt gewechselt. Yeah, like he really changed his shirt and Ja, ich habe leider das T-Shirt, was er hat, gar nicht. and yeah, he's like, yeah, I don't have the shirt he has, so unfortunately, so. Hose anziehen habe ich auch gelassen. I wanted to wear long pants, but I just passed on that. Wir treffen uns morgen um 8 Uhr zum Frühstück im Hotel auf der 2. Etage. Bitte im Fotomodul. Also das, was ihr So yeah, now they are making an appointment for the next day, 8 for breakfast, and then they are supposed to wear what they are wearing, for the photo shoot. bei der Aussetzung anhabt, was ihr die 14 Tage anzieht, morgen anziehen. Morgen früh. So yeah, whatever they are gonna wear for the next 14 days, they have to wear for the breakfast, so for the photo shooting and do. Auf geht's. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Europas größter YouTube-Show. Begleitet uns auf der Suche nach dem Austragungsort, bei der Überwindung von Hindernissen und vor allem der großen Frage: Was ist jetzt wirklich mit diesem Bärenproblem? What's really going on with this bear or berry issue? Seid bei allen wichtigen Momenten dabei. Die Aufregung bei der Aussetzung und den 24 Nervenaufreibenden. So sometimes it's suspension, sometimes exposure. Yeah. So whenever they are kicked off, they are dropped off, and yeah. Stunden davor. Nur hier zeigen wir euch die Probleme und Schwierigkeiten im Hintergrund. Und natürlich das große Finale Uncut. The big final uncut. So let's see. I'm almost sure that I'm getting some issues with the music, but Woche Dienstag, dem 14. November. yeah, okay, so they're now telling us when the video is coming out, but I'm sorry, it's not interesting for you because yeah, and all are already out, so you can go and check out in German and see it with these messed up subtitles and yeah. And with watching these behind the scenes, I probably should write to Dave and ask him if, with help of subtitles and yada yada yada. So, yeah, that's it for today. This was the second behind the scenes episode, and there are 3 more to come before the first episode even starts. Hey! Okay. See you in the next one. Bye-bye!